willkommen zu Folge 21. Beim letzten Mal haben wir auf der Backbordseite die Fensterrahmen eingebaut und das tun wir hier natürlich jetzt auch noch genauso auf der Steuerbordseite. Und das geht auch genauso wie beim letzten Mal. Wir hängen hier die Klammern rein und setzen dann die Rahmen drauf und dann ja, werden sie angepunktet wie gehabt. Deswegen zeigen wir das jetzt hier auch nicht nochmal im vollen Detail. Und während Basti hier eben die Rahmen einbaut, bin ich schon im Außenbereich dabei, das Dach zum Schweißen vorzubereiten. Aber auch im Innenbereich gibt es im Dach noch Arbeit, beziehungsweise auch an den Wänden. Auch hier müssen noch diverse Schweißnähte gesetzt werden. Und während ich eben draußen vorbereite, kann der Basti das hier im Innenbereich entsprechend machen. Aber nicht nur im Dachbereich gibt es was zu schweißen, sondern auch hier im Außenbereich noch die senkrechten Aussteifungen. Dementsprechend auch die natürlich lasern vorbereiten, damit sie dann eben geschweißt werden können. Ja, wir haben es die letzten Videos schon des Öfteren gesagt. Schweißen, lasern sind eben im Moment die Hauptaufgaben, die wir haben. Und wenn ich eben in einem Bereich fertig bin mit Lasern und Basti entsprechend dort reingeht zum Schweißen, gehe ich wiederum in eine andere Ecke vom Boot und bereite dort vor, sodass wir hier immer hin und her wechseln können und ja, ich vor allen Dingen auch mit dem Laser arbeiten kann, ohne da auch Basti zu gefährden. Dementsprechend müssen wir uns da so ein bisschen in die Räume aufteilen. Ja, ihr seht es hier, wir versuchen jetzt hier so Stück für Stück ringsrum zuzuschweißen, also auch die Verbindung der Bleche hier an den Stellen dicht zu bekommen. Ziel ist es gerade von oben her dicht zu bekommen, sodass wir eben ja, kein Wassereindringen mehr haben, wenn es regnet. Dementsprechend jetzt dann eben hier auch ja, die Gegenseite dazu. Hier müssen wir auch noch die senkrechten kleinen Aussteifungen am Umgang mit schweißen. Das bietet sich jetzt natürlich an, das in einem Zug dann zu machen. Also einmal hier quasi die Vorbereitung der Blechkante unten, sodass dann das Wasser eben nicht mehr unten reinlaufen kann, aber eben hier auch die senkrechten direkt entsprechend mit vorbereiten. Und ihr seht es auch hier, selbst hier im Außenbereich, wo eben entsprechend jetzt die Rostbelastung natürlich noch ein bisschen mehr ist als drinne, ist das mit dem Laser überhaupt kein Problem, das hier runter zu sprengen und entsprechend abzukriegen. Und damit kommen wir erstmal wieder zum Heck- und Außenbereich. Wie ja eben gesehen, ist der entsprechend hier überall vorbereitet, sodass Basti jetzt eben schweißen kann. Er beginnt jetzt hier erstmal mit den Querträgern, die großen entsprechend festzuschweißen und im zweiten Step dann auch die Längsträger. Und das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe ein bisschen an.
Und nachdem das Dach dann fertig geschweißt ist, werden natürlich auch die eben vorbereiteten Aussteifungen hier im Bodenbereich noch entsprechend geschweißt, wie das eben an allen anderen Stellen auch der Fall ist. Ja, wie gesagt, Schweißen ist im Moment eben die Aufgabe. Seit fast 8 Wochen sind wir jetzt dran, eben hier alles zu schweißen. Deswegen lassen wir doch auch einfach mal ein anderes Thema schauen. Wir haben uns dazu entschlossen, unseren Lochrastertisch hier noch mal ein bisschen aufzurüsten. Der war für das, was wir bisher gemacht haben, schon super. Spätestens, wenn es aber dann irgendwann in den Möbelbau geht, braucht man da noch ein bisschen mehr Fläche, auch für größere Bauteile. Und so haben wir uns hier entschlossen, den Tisch von der Firma Sigmund noch mal zu erweitern. Wir haben hier erst mal 2 Ausleger bzw. Verbindungsteile jetzt dran gemacht und gleich kommt dann eben auch noch mal im Grunde der gleiche Tisch, wie wir ihn schon haben, noch mal als zweites Modul dran. Und damit haben wir dann entsprechend große Flächen, ja, vernünftig gerade mit dem Lochraster, sodass wir da auch, ja, sicher sind, dass wir eben auch den gesamten Möbelbau damit prima hinbekommen. Der wird uns dort, ja, um einiges, die Arbeit erleichtern. Und, wir sehen es gleich auch noch, was man alles, Schönes mit diesen Modulen hier machen kann, wenn wir dann nachher anfangen, die Reling zu bauen. Damit wir aber nicht vergessen, was unsere eigentliche Hauptaufgabe ist, gehen wir wieder ans Boot auf eine nächste Runde Lasern vorbereiten. Diesmal hier die Innenseite an der Steuerbordwand, um auch die eben entsprechend dann dicht zu schweißen. Ja, so die letzten 3 Wochen, haben wir so ein bisschen Thematiken mit Wetterbedingungen. Wir haben entweder, ja, Feuchtigkeit, sprich es hat geregnet, oder aber es war so brülleheiß, dass man, ja, hier wie drauf knien gar nicht machen konnte, die Bleche zum Teil nicht anpacken konnte. Oder aber eben es war so dermaßen windig, dass man überhaupt nicht an Schweißen denken konnte. Da mussten wir uns so ein bisschen was einfallen lassen. Wir haben es jetzt hier an der Stelle wieder mit der, ja, Brandschutzmatte gemacht, mit der Feuerdecke. Das ging ganz okay hier auf der windabgewandten Seite. Die Backbordseite ist, nach Westen her gelegen. Da kommt meistens bei uns der Wind her. So war jetzt hier durchs Boot selber und dann eben mit Hilfe der Decke, ja, 'n ganz guter Windschutz möglich, aber ist natürlich eben auch entsprechend aufwendig, das dann hier umzusetzen. Aber die Bedingungen sind halt auch innerhalb des Tages durchaus schwankend. So haben wir jetzt hier die Situation, dass er dann doch, auch wieder alleine, schweißen kann, beziehungsweise der Wind einfach so von der Richtung her war, dass es hier jetzt an der Stelle keine Auswirkungen hatte. Ihr seht's an den Bäumen hinten, es ist natürlich schon Wind da, aber hier jetzt auf der anderen Seite ging es dann doch ganz gut, auch ohne zusätzlichen Windschutz. Und so war es dann hier eben an dem Tag jetzt möglich, sowohl die linke als auch die rechte Seite vom Umgang dicht zu kriegen, sodass hier schon mal kein Wasser mehr in den Innenraum laufen kann. Klar, Ziel ist natürlich bis zum Winter es so hinzubekommen, dass wir vielleicht im Winter eben dieses Jahr da den Innenausbau weitermachen können, beziehungsweise auch dort entsprechend den Rost komplett entfernen, Grundierung auftragen, sodass das Blech dann eben auch geschützt ist. Ja, weiter geht's dann jetzt hier auf dem Dach und wir hatten die glorreiche Idee, hier die Stoßnähte, ja, mit einem Klebeband erst mal zuzukleben, damit's eben nicht so reinläuft, das Wasser.
Das hat sich allerdings als nicht ganz so prall herausgestellt. Das Klebeband hat viel zu gut gehalten und geklebt. Ja, es war auch dicht, aber das jetzt hier wieder zu entfernen, war tatsächlich sehr, sehr aufwendig, und hat richtig Zeit gekostet. Äh, Eigentlich stand es jetzt hier nicht im Verhältnis, was es im Gegenzug eben an, ja, Wasserersparnis im Objekt gebracht hat. Aber nun gut, das sind eben genau die Entscheidungen, die man trifft, und das hätten wir uns besser gespart. Und damit kommen wir wieder zum Schweißtisch, und wir haben uns hier eine kleine Vorrichtung gebaut, mit der wir jetzt eben die Reling-Geländer vorbereiten wollen. Das heißt, wir haben einmal immer unten eine Platte. Ihr seht das in der großen blauen Box. Die sind vorbereitet, auf Länge geschnitten, gebohrt, um sie dann eben später am Boot anschrauben zu können. Und da müssen eben jetzt entsprechend die Geländerstangen dran. Und dafür haben wir uns eben, wie gesagt, hier diese Vorrichtung gebaut, um erstmal überhaupt die Rohre in der richtigen Position an die Platten dran zu punkten. Ihr seht jetzt vielleicht, die haben alle schon auch Löcher, wo später dann nochmal ein Rundstab durchgeschoben wird. Dementsprechend müssen die natürlich genau in der exakt richtigen Position zur ja, Platte verschraubt sein, beziehungsweise geschweißt sein. Und genau deswegen ist das hier so in der Form nötig, wie wir das machen. Und das gucken wir uns jetzt hier nochmal in Ruhe an. Hinten im Grunde der Anschlag, wo entsprechend die Platte eingestellt wird, das Rohr auflegen, mit einem, ja, Musterrohr im Grunde hier die Ausrichtung festlegen. Ihr seht, wir haben das oben schon entsprechend eingeschnitten, wo dann später eben der Handlauf dran kommt. Und dann wird hier erstmal nur mit 2 Punkten ja, das Rohr an die Platte angeheftet. Klar, so eine Vorrichtung zu bauen und erst zusammenzuschrauben, braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, aber ihr seht, wie viele Stangen jetzt hier produziert werden müssen, und dafür lohnt sich das dann natürlich absolut, entsprechend hier für diese, ja, ich nenne es mal fast Fließbandarbeit, so eine Vorrichtung zu bauen und dann entsprechend eben immer wieder gleichbleibend das Ergebnis zu haben. Die Vorrichtung hier jetzt nochmal aus der Nähe. Die Platte hat hinten entsprechend hier Anschläge, sodass es eben immer wieder identisch steht. Das Rohr kommt auf die Auflage, ist also immer exakt dann mittig. So ist es ausgerichtet, und dementsprechend braucht man eben hier nicht lang denken und tun und machen. Man kann sich darauf verlassen. Mit der Vorrichtung wird es eben gerade und ja, immer wieder identisch gleich. So, natürlich ist klar, das Punkten an sich reicht nicht. Natürlich wollen wir hier noch eine schöne Naht rundherum haben. Dafür haben wir uns jetzt hier eine weitere Vorrichtung gebaut. Ihr seht das blaue Gerät in der Mitte. Das ist ein Drehteller. Darauf haben wir hier den Schraubstock montiert. Der Drehteller lässt sich halt in Geschwindigkeit regulieren und mit einem Fußschalter ein- und ausschalten. Und zusätzlich hat sich Basti hier noch mit den Winkelhaltern eine Armauflage gebaut, sodass er hier eben einfach die Hand ruhiger halten kann. Ihr seht das jetzt unten mit dem rechten Fuß, kann er gleich den Teller in Bewegung setzen und eben entsprechend hier oben dann die Schweißnaht um das Rohr legen. So, jetzt seht ihr, er dreht sich. Und er kann eben jederzeit den Teller anhalten, wenn er doch ein bisschen langsamer braucht, oder eben dann entsprechend weiterfahren lassen, gleichmäßig weiterfahren. Hin und wieder ist es halt auch nötig, ne, wenn der Schweißdraht hier zu Ende verbraten ist, muss er sich natürlich einen neuen nehmen, also muss er anhalten. Und das ist halt auch eine schöne Geschichte, um hier so eine rundum liegende Naht einfach schön einlegen zu können. Ja, das ist halt, wenn man sich um das Objekt bewegen muss, schwieriger als jetzt hier eben mit diesem schönen Drehteller. Ja, warum machen wir solche Arbeiten jetzt schon? Wir werden die Reling ja zeitnah noch nicht montieren. Nun ganz einfach, es ist halt etwas, was wir machen können, wenn eben das Wetter nicht geeignet ist, um ein Boot zu bauen. Dann kann man hier solche Sachen schon wunderbar vorbereiten und eben herstellen, entsprechend einlagern, und dann können wir sie eben aufmontieren, wenn es dann soweit ist.
Das Ganze dann jetzt hier nochmal aus einer seitlichen Ansicht, kann man ganz gut sehen, wie er dann jetzt gleich entsprechend hier arbeitet, den Schweißdraht nachführt und eben die Schweißnaht reinlegt. Und damit kommen wir für dieses Mal zum Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.